herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, dass wir gerade im Moment sehr oft im Heidepark sind und gerade im Moment auch so viele Zuschauer uns auch persönlich treffen im Park und so. Das finden wir alle richtig, richtig cool. Und gestern haben wir welche getroffen, die haben unseren Kanal auch, oder die verfolgen, die verfolgen unseren Kanal auch. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber Basti, irgendwie über Merch gesprochen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht habe, weil ich damals oder halt, wo ich mein Studium vorher noch nicht angefangen hatte, da war ich schon immer interessiert an so Grafikdesign und Logos entwerfen. Ich habe auch für meinen Volleyballverein auch Logos entworfen und deswegen kann ich euch mal hier was einblenden. Ich habe 2 T-Shirts entworfen, weil wir jedes Jahr so ein Pfingst-Volleyball-Turnier haben. Darüber habe ich auch schon mal Videos gemacht und dafür habe ich halt die Logos entworfen. Ich weiß nicht, da trägt einfach jeder dieses T-Shirt. Man kommt da hin zum Turnier und kauft sich so ein T-Shirt für jedes Jahr. Da steht auch das Jahr da drauf und hinten seit kurzem auch die Mannschaften. Und dafür habe ich das designt und 2 Jahre hintereinander und da ist das draus geworden. Also einmal habt ihr hier das erste T-Shirt von mir. Da habt ihr hier halt so ein, ich weiß nicht, das habe ich mir wirklich ganz alleine ausgedacht, so ein Big Bang Theory ähnliches Logo, wo dann halt so, ja, wie so eine Weltkugel drumherum ist und dann halt einmal im nächsten Jahr dann so ein Special, weil das 40-jährige Turnier war, habe ich dann halt so eine 40 versucht aus dem der Springen zu machen und so, deswegen habe ich auch mir schon Gedanken darüber gemacht, wie es einfach aussehen würde, wenn man so ein Merch machen würde. Und da habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht. Und ja, ihr könnt hier mal meine Entwurfsidee sehen. Also ich habe quasi Basti versucht als Logo darzustellen, also nicht einfach ein Foto zu nehmen, sondern es ein bisschen comichaft zu machen. Und da wollte ich halt einfach hier einfach auf die Brust so ein Basti haben und darunter so Phil Bar, also quasi unsere Buchstaben zusammen und meine Mom nennt mich immer so Philda und sie heißt Matilda. Also so nennen wir uns und deswegen war das eigentlich ganz lustig, so viel Bar zu nehmen. Und das war halt der Anfang und da meinten die ja, irgendwie müsst ihr euch ja auch noch mit reinbringen und dann dachte ich mir so, wie kriege ich uns denn jetzt als Comic da irgendwie mit rein? Und da ist mir ja eingefallen, es gibt ja diese Bitmojis auf Snapchat, ich benutze das eigentlich gar nicht mehr, aber dann habe ich mir das gerade gestern wieder runtergeladen und dann kam ich halt darauf, dass ich das wirklich mal wieder benutzen könnte. Und auf Snapchat kann man die dann ja zusammenfügen. Also wenn man Freunde hat, kann man ja Bitmojis versenden, dass die da zu zweit drauf sind. Und das könnte man machen, um dann zu zweit so ein Logo zu machen. Also versteht ihr, was ich meine? Also Philipp erstellt einen, aber Philipp hat, glaube ich, keinen Bock dazu. Deswegen mache ich das mit dem anderen Handy. Und ich erstelle ein Bitmoji für meins. Und dann packen wir das zusammen und dann noch Basti dazu. Also ich kann euch ja mal zeigen, also ihr seht das hier eingeblendet, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ich habe genau, ich habe mein Bitmoji jetzt so gestern ein bisschen verändert. Eigentlich wollte ich das filmen, aber ich dachte, wir machen das mal bei Philipp, weil das lustiger ist. Ja, meiner ist jetzt blond geworden, weil ich hatte immer einen Bitmoji, der war halt so rothaarig, weil früher hatte ich irgendwie mir so rote Haare ein bisschen gemacht, also so eher, Moment. Das sah dann, also Bitmoji sah dann von mir irgendwie so aus. Und jetzt habe ich den halt einfach blond gemacht, weil jetzt sieht das wieder ein bisschen normaler aus. Auf jeden Fall hat sich da nicht viel geändert. Meine Sommersprossen sind immer noch gleich geblieben. Und ja, dazu mache ich mir jetzt mal die Augenbrauen vielleicht ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall ist das ganz gut. So, jetzt machen wir auch mal Philips Logo, dafür habe ich jetzt das andere Handy, weil da kann man nicht beides auf einen machen. So, jetzt switchen wir mal das Handy. So, jetzt versuchen wir mal hier Philipp zu machen. Also, ich starte jetzt mal die App. Einmal Philipp hier rum. So, also Bitmoji. Müssen wir aussuchen, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Nehmen wir mal Junge. So, beginne mit einem Selfie. Kann man jetzt gerade nicht machen, weil ich kein Junge bin. Was würden die eigentlich bei mir machen? Mal gucken, wie die mich machen würden. Oh, okay. Also eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Also die sind schon echt gut getroffen. Okay, vielleicht soll ich... Die Frisur wollte ich nämlich erst auch nehmen. Aber Moment, jetzt muss ich nochmal... Oh nö, mich registrieren. Unterbrechung Nummer 2. Basti musste gerade raus und ich wusste jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht, dass er mir hier vor die Füße pinkeln. So, jetzt fangen wir aber nochmal an.
So, Philipp haben wir gesagt, ist glaube ich männlich. So, überspringen. So, jetzt erstellen wir mal hier seinen Charakter. Okay, er sieht schon ziemlich ähnlich aus wie Philipp. Ja, Hautfarbe nehmen wir mal, glaube ich, ja, Fisch. So, okay, jetzt nehmen wir mal die Frisur. Also Philipp hat immer nicht so eine, die habe ich übrigens gemacht, die Frisur von Philipp, weil, ja, Frisur ist gerade so ein bisschen blöd, den ganzen. Deswegen habe ich die mal gemacht, die Haare. Ich glaube, Philipp macht immer seine Haare, die sind eigentlich immer platt, aber macht er sich die immer so hoch. Deswegen nehmen wir mal die Frisur, genau, und Boschki. So, ja, Philipp hat keine Strähnchen, das sieht irgendwie komisch aus. So, ja, Bart. Wir wissen ja alle, Philipp hat ab und zu mal einen Bart, den er keine Lust hat wegzumachen, aber halt auch nicht so krass. Deswegen ist hier immer so ein halber Bart. Ich nehme so einen ganz leichten. Sieht voll komisch aus, aber es ist halt immer so. Philipp hat immer Stoppeln, deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Das machen wir halt einfach mal. Und seine Haarfarbe, falls du keinen Bart hast, brauchst du die Bartfarbe nicht auszusuchen. Ach, man kann sogar die Bartfarbe aussuchen. Naja, gut. Mache ich nicht. Also Augenform, keine Ahnung, was hat der für Glubschaugen oder... Das weiß ich gerade nicht. Ach, ich nehme einfach die hier. Nee. Und ich weiß nicht, was Philipp für Augen hat. So, große Augen? Nee, ich glaube nicht. So, auf Augen weiter auseinander? Nee, Moment. So, ich glaube, er hat braune Augen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wie sieht der aus wie so ein... Ach, keine Ahnung. So, Augenbrauen hat Philipp eigentlich relativ fette. So, ich mache die nämlich immer. Das beschwert er sich immer so, die sind hier wieder zusammengewachsen. Und deswegen muss ich ihm die dann immer machen. Was ist denn jetzt hier der Unterschied? Oh ja, ich glaube, die sehen ganz gut aus. So, dann, Moment. Philipps Haare sind nicht komplett schwarz. Das muss ich mal eben noch kurz ändern. Aber welche Farbe hat er eigentlich? Er hat so, ja, keine schwarz, so schwarz-braune hat er. Ja, so ungefähr. Gut, muss man jetzt schon das Outfit auswählen? Nee, theoretisch. Nase. Was hat Philipp denn für eine Nase? Was weiß ich denn? Ach ja, so eine Brille. Nee, Moment. Gibt es hier noch irgendwas Schlaumeier-mäßiges, damit er mal hier ein bisschen... Nee, okay, lassen wir mal. So, dann Kinnform. Oh, so ein bisschen Kinn hat Philipp. Also machen wir mal hier so ein bisschen... Oh Gott. Oh, das ist jetzt doch ein Kinn. Nee, das hat Philipp nicht. So ein bisschen machen wir ihm hier. Dann Lippen, Mund, keine Ahnung. Ohren machen wir mal ganz groß. So. Nee, Sommersprossen hat er nicht. Falten, ich glaube noch nicht. Ein Hut, braucht er das? Ne, King ist er erstmal gar nicht. Vielleicht vom Heidepark, aber ne, ein Cappy trägt er auch nicht. Mit einem Burger auch nicht. Eine Mütze auch nicht. Ein Tuch vielleicht? Nö. Ein Cowboy-Hut. Ne, ich glaube, das lassen wir mal, sonst kriege ich Ärger. Oh, jetzt geht's um die Körper. Was machst du da? Um den Körper. Moment, wenn Philipp hier ein Riesenlauf ist, von John gezeichnet, muss ich eigentlich theoretisch ganz dünn machen. Aber ein bisschen Oberarm, nee, das ist zu viel. So, jetzt nehmen wir noch eine Jacke. Basti, das sieht aus wie eine Kolossusjacke. Basti, ist gut. Nehmen wir mal so eine Jacke, nehmen wir die mal in schwarz, weil wegen Kolossus, ja, so ungefähr müsste das jetzt aussehen. Ja, dann speichern wir das mal eben. Und jetzt hat Philipp ein Bitmoji. Juhu! So, es sind ein paar Tage vergangen, bis als ich euch das gezeigt habe mit dem Merch, was ich designt habe. Also das mit dem Philipp-Emoji. Und hier könnt ihr nochmal sehen, was ich für uns für ein Merch vorher schon designt habe. Genau, das war halt nur das Logo mit Basti oben drauf. Wir dachten uns echt, dass das halt reicht. Aber unsere Freunde oder Fans, die wir getroffen haben im Heidepark, Sarah und Dominik, haben gesagt, dass das ja was mit uns zu tun haben sollte. Deswegen habe ich ja jetzt noch quasi was mit uns gestaltet. Das könnt ihr hier sehen. Also auf jeden Fall habe ich mir das dann überlegt, dass wir das mit den Emojis machen, weil ich das mit Basti ja auch schon im Comic-Look gemacht habe. Und deswegen habe ich das so gelassen und
ich muss mir ja nicht selber ausdenken, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das halt einfach von Snapchat, dass wir die Emojis machen. Und da habe ich hier ein paar, könnt ihr sehen, schon Beispiele rausgesucht, die ganz lustig waren, auch für mich selber als Merch. Zum Beispiel mal irgendwann so ein Lachflash, hier, die der auf dem Boden liegt oder halt so richtig einen Lachflash hat, das wäre so ich. Auf jeden Fall wäre das das Logo, was ich jetzt aufs T-Shirt drucken lassen wollen würde, wenn es euch interessiert. Also eine ganz große Abstimmung jetzt. Also findet ihr dieses Design cool? Würdet ihr euch überhaupt irgendwann mal so ein T-Shirt holen und könntet ihr irgendwas daran verbessern oder was auch immer? Mich würde das richtig interessieren, weil das Logo habe ich mir jetzt halt einfach fertig gemacht, zusammengestellt mit dem, was ich ausgemacht habe. Auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig cool. So, und jetzt noch eine zweite Überraschung, was ich euch versprochen habe. Das ist Part 1 von der Überraschung. Das zweite kommt noch, weil ich noch auf etwas warte. Und es hat etwas damit zu tun. Also hier habe ich von einem bestimmten Dings eine Karte bekommen, eine Kundenkarte. Und jetzt kann ich das Geheimnis lüften. Die schon bei unserem Livestream dabei waren, wissen, worum es geht. Ihr könnt uns ab jetzt Pakete schicken. Wie cool ist das denn? Also ich habe jetzt für uns beide, für Philipp und mich, also zusammen, ein Postfach bestellt und wie hieß das jetzt? Also eine Packstation. Das bedeutet, ich habe zwei Sachen bestellt. Einmal ein Fach, wo ihr uns Briefe schreiben könnt und die ihr uns quasi hinschicken könnt. Ihr könnt uns was schreiben, was malen, was auch immer und das dann an die Adresse schicken. Dieser Brief, wo die Adresse drin steht, den kriege ich noch. Nur heute ist der Brief gekommen für die Packstation. Das heißt, ich werde euch jetzt gleich einblenden, die Adresse, an der ihr nur, jetzt rede ich schon wie Philipp, an die ihr nur Pakete schicken könnt. Das heißt, das, was jetzt gleich steht, keine Briefe, weil das wird da nicht reingepackt, sondern nur Pakete. Nächste Woche irgendwann kommt das Video, also die Adresse für eure Briefe. Also wenn ihr Pakete schicken wollt, wäre das jetzt die Adresse, wo ihr das hinschicken könnt und keine Ahnung, was ihr da reinpacken könnt. Irgendwelche gemalten Bilder, irgendwelche Fotos, wie auch immer. Wir würden uns über alles Mögliche freuen, keine Ahnung, über Philipp Schokolade, keine Ahnung. Auf jeden Fall würden wir das gerne in dem Video öffnen und wir wollen es einfach mal ausprobieren. Wir haben keine Ahnung, wie der Andrang ist oder was auch immer, sondern ich habe es einfach eingerichtet, weil ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür und ich glaube, das wird auch relativ gut passen. Es gibt auch welche, die mir schon gesagt haben, dass sie mir einen Brief schreiben wollen oder sowas, ganz, ganz gerne. Ihr könnt den Brief auch gerne in das Paket reinpacken. Also wichtig ist, dass es ein Paket ist, weil es eine Packstation ist. Eine Poststation oder ein Postfach ist halt wirklich für die Post, okay? Also das müsst ihr unterscheiden. Ich schreibe es nochmal in die Infobox, dass nur Pakete da rein können. Das heißt, packt dann halt alles in so ein Paket und dann ab nächster Woche könnt ihr dann auch Briefe schicken. Und wir werden uns richtig, richtig freuen. Und das ist halt die neue Info, die ich euch sagen konnte. Das, worüber ich mich jetzt so ein bisschen, ja, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich freue mich richtig, richtig doll darauf, euch das jetzt gesagt zu haben. Also einmal hier unseren Merch, den wir uns so vielleicht bald überlegen zu machen und dann halt auch noch die Pakete. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und wenn ihr nächstes Mal schreibe ich euch, wie ihr das mit dem Brief machen könnt. Auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal mitmacht. Also wir würden uns über alles freuen. So, ich war gerade eben noch, muss ich euch eben zeigen. Ich euch ja noch mal eben kurz zeigen. Ich war gerade eben unsere Fotos ausdrucken. Wir waren ja am Freitag auch noch im Park. Hier unsere beiden nächsten Fanfotos, Nummer 6 und 7 oder 7 und 8. Richtig cool. Und das Ding war, ich habe fast diese Rolle da geschrottet beim Drucker. Das könnt ihr jetzt sehen. Oh, oh Gott. Ich habe die Maschine, glaube ich, kaputt gemacht. Ach nö. So, jetzt habe ich hier so einen riesen Kassenbon. Cool. Jetzt haben wir
hier unsere beiden Fanfotos ausgedruckt vom Samstag, nee, vom Freitag, hier. So, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal so ein kleines Information-Video, aber ihr wisst, was in der nächsten Zeit auf euch zukommen wird. Und wie gesagt, ihr könnt uns Pakete schicken und demnächst auch Briefe, also achtet darauf. Ich schreibe euch das nochmal in die Infobox und dann könnt ihr alles loslassen in die Kommentare, was ihr dazu wissen wollt oder sowas. Und schreibt mal, wie ihr diesen Merch findet, ob ihr noch welche Ideen habt. Ihr könnt auch uns gerne Ideen schicken, wie auch immer. Ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt, wenn ihr das jetzt seht, das Video jetzt im Park am Sonntag. Und ihr wisst ja immer, wir sind fast immer sonntags im Park. Und wenn ihr uns seht, dann sprecht uns an, schreibt uns, wie auch immer. Wir machen Fotos und dann geht's Autogrammkarten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!